Aus diesen Teilen wird ein Gitarrenverstärker der Oberklasse, ein sogenannter Röhrenamp. Das ist wirklich einer der Klassiker aus den 60er Jahren, der bis heute gern gespielt wird. Der rauscht nicht, der hat keine Nebengeräusche. Sowas ist wichtig. Und ja, ansonsten ist es natürlich wichtig, dass jeder den Sound hat, den er gerne haben möchte. Aber ansonsten ist es ein absoluter Klassiker. Florian Jäger zu Beginn einer 5-tägigen Montage in der Amp-Schmiede Reutlingen. Zuerst kommen die Röhrensockel dran. Denn der Verstärker wird nicht mit Transistoren, sondern mit Röhren betrieben. Der Reutlinger baut einen leicht modernisierten Klassiker. Ein Modell, das ähnlich klingen soll wie die legendären englischen Marshall-Verstärker aus den 60er Jahren. 2 der insgesamt 5 Röhren sind so hoch, dass sie Halter benötigen. 2017 hat der 38-Jährige seinen ersten Verstärker gebaut. Ich habe Elektrotechnik studiert und dann muss man auch irgendwann eine Bachelorarbeit schreiben. Und da habe ich mir das Thema Gitarrenverstärker ausgesucht, ganz speziell Röhrenverstärker, weil ich es ein spannendes Thema fand und einfach auch immer den Bezug zur Musik hatte. Ich habe immer in Bands gespielt und wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann war ich immer vorne mit dabei beim Reparieren. Die Röhrensockel werden gleich miteinander verbunden. Die Heizleitung für die Röhren. Mit mehreren Kabeln, die Florian Jäger verdrillt. Auch des guten Tons wegen. Das sind die Leitungen, die werden verdrillt, weil darüber eine Wechselspannung läuft und die wollen wir nicht eingestreut haben ins Audiosignal nachher. Deswegen werden die Leitungen verdrillt und da hebt sich das Feld dann auf und es gibt keinen Störbrumm. Dann kommt der Lötkolben zum Einsatz. In den nächsten Tagen wird der Elektroingenieur das Gerät hunderte Male brauchen. Florian Jäger ist in der Werkstatt nicht allein, denn gleichzeitig wird das Gehäuse des Gitarrenverstärkers gebaut. Aus amerikanischem Nussbaumholz. Ein teurer Rohstoff. 1 Kubikmeter kostet über 4.000 €. Schreinermeister Patrick Früh sägt aus den Brettern sogenannte Lamellen heraus. Sie sind 5 Zentimeter breit. Ich muss aus einem Grund muss ich die Lamellen raussägen. Es geht darum, dass das Holz sich nicht verzieht. Da das Holz sich immer in der Länge der Jahresringe am meisten verzieht, habe ich an der Oberseite des Brettes einen längeren Jahresring wie an der unteren Seite, übertrieben dargestellt so. Und prozentual verzieht sich somit auf der oberen Seite viel mehr wie auf der unteren. Und dann habe ich eine Schüssel, dann verwirkt sich das Brett und wir haben keine Maßhaltigkeit mehr im Möbel. Insgesamt 10 Lamellen braucht er für das Verstärkergehäuse. Florian Jäger verdrahtet inzwischen die Röhrensockel miteinander mit den verdrillten Kabeln. Eine Arbeit für ruhige Hände. Ein sogenannter Widerstand. Er begrenzt die Stromstärke in einem Stromkreis. Dann bereitet Florian Jäger den ersten Trafo für den Einbau vor.
Trafos sind schwer und teuer, sagt der Techniker. Insgesamt wird er 3 davon in das Chassis einsetzen. Jeder hat eine bestimmte Funktion. Das ist der Netztrafo. Da werden unsere 230 Volt, die wir aus der Steckdose kriegen, auf rund 400 Volt hochtransformiert. Danach wird die Spannung gleichgerichtet und damit kann das Gerät dann arbeiten. Wir brauchen eine relativ hohe Gleichspannung, um Röhrenschaltung zu betreiben. Der Trafo wandelt also die 230 Volt Wechselspannung in eine höhere um. Doch wie die meisten elektronischen Geräte arbeitet der Verstärker mit Gleichspannung. Um Wechselspannung in Gleichspannung zu verwandeln, braucht Florian Jäger weitere Bauteile. Dioden, die den elektrischen Strom nur in eine Richtung passieren lassen. Und mehrere Elektrolytkondensatoren. So ein Verstärker funktioniert auch mit Gleichstrom. Aus der Steckdose kriegen wir aber Netzspannung, Wechselstrom. Und deswegen muss dieser Strom gleichgerichtet werden. Da gehören einmal die Dioden dazu und dann die Stützkondensatoren. Schreinermeister Patrick Früh arbeitet an den Lamellen für das Gehäuse weiter. Auf der Hobelbank werden sie zuerst abgerichtet. Es entsteht eine plane Fläche. Dann werden die Winkelkanten exakt gezogen. Danach sortiert sie der 26-Jährige. Dafür hat er bestimmte Kriterien. Ich habe jetzt als ersten Schritt so grob mal das Holzbild mir zurechtgelegt, wie ich es gern optisch hätte. Das ist so der erste Schritt. Im zweiten Schritt suche ich mir raus, oder geht es um die fachliche Richtigkeit. Hier ist wichtig, das Holz hat immer eine rechte und eine linke Seite. Die rechte Seite ist die herzzugewandte. Wenn man sich jetzt mal die Lamelle hier anschaut, wäre der Jahresringverlauf in etwa so. Sprich, hier wäre mein Herz. Sprich, hier haben wir die rechte Seite. Oben wäre in dem Fall die linke. Die klassischen Verleimregeln besagen Herz an Herz, Splint an Splint. Bedeutet, die erste Lamelle habe ich hier mein Herz, muss an der zweiten Lamelle, das Herz sollte dann hier sein. Die zweite Regel ist im abwechselnden Rhythmus rechte, linke Seite. Sprich, wenn ich hier die rechte habe, sollte hier die linke sein. Bedeutet, die zweite Lamelle muss ich stürzen. Einmal umgedreht. Habe ich nun folgerichtig das Herz hier oben und die herzzugewandte Seite, sprich die rechte Seite ist oben, sprich links, rechts und Herz, Herz. Die richtigen Verleimregeln. Der zweite Arbeitstag beginnt. Heute werden die ganzen Bedienelemente am Verstärker verschraubt und verdrahtet. Bedienelemente, Einschalter, Ausschalter, Steckbuchsen für Eingangskabel, Lautsprecherkabel. Genau, das machen wir heute. Er startet mit einem Widerstand, den er an einen Klangregler montiert. Widerstände bilden mit Kondensatoren einen Hoch- oder Tiefpass. Sie dämpfen das Signal in bestimmten Frequenzbereichen. Der Verstärker hat Regler für Höhen, Mitten und Tiefen und den hier, der typisch ist für Gitarrenverstärker. Das ist der Presence-Regler. Ich finde den Namen eigentlich ganz gut. Das sagt eigentlich so aus, man hört mich ein bisschen besser, ich bin ein bisschen präsenter. Das ist oftmals so den Effekt, den der Regler hat. Steht der Regler auf 0, ist die Dämpfung maximal. Ist er dagegen voll aufgedreht, dann wird minimal gedämpft. Florian Jäger hat den nächsten Drehregler in Angriff genommen, den für die sogenannte Master-Lautstärke.
Der ist komplizierter aufgebaut als die anderen. Die Kabel gehen zur Endstufe. Das Master Volume sorgt dafür, dass der Klangcharakter des Verstärkers bei geringen Lautstärken erhalten bleibt. Das ist eine Isolierung. Wir haben hier eine offene Lötstelle, die können wir nicht einfach so im Gehäuse liegen lassen, vor allem weil es ja noch ein Teil ist, das sich bewegen kann und irgendwo einen Kurzschluss verursachen könnte. Und dann nimmt man so einen kleinen Schrumpfschlauch, der sich mit Hitze zusammenzieht, und dann hat man da eine saubere Isolierung drauf gemacht. Im Chassis kommt der Lautstärkeregler neben den, der für die Präsenz zuständig ist. Florian Jäger hat noch 4 weitere Regler einzusetzen. Die werden miteinander verbunden. Anders als HiFi-Geräte sollen Verstärker das Signal der E-Gitarre nicht neutral wiedergeben, sondern wesentlich zur Klangbildung beitragen. Gitarristen betrachten ihre Verstärker häufig als Teil des Instruments. Nachdem er die einzelnen Klangregler miteinander verbunden hat, montiert der Elektroingenieur den zweiten Trafo. Wie der erste Trafo ist er schwer und muss sorgfältig am Chassis verschraubt werden. Er wandelt die hohe Impedanz der Endstufenröhren auf Werte herunter, mit denen die Lautsprecher arbeiten können. Später haben wir ein sehr hochohmiges Signal, das uns unsere Ausgangsröhren liefern, brauchen aber ein niederohmiges Signal, das die Box verarbeiten kann, und da braucht man auch ein Trafo zur Anpassung. Weiter geht's mit den Schreinerarbeiten am Gehäuse. Um die Lamellen zu verbinden, benutzt Patrick Früh wasserfesten Holzleim. Den trägt er auf die schmale Seite der Lamellen auf. Dann ordnet er die Hölzer nach den Verleimregeln. Und presst sie mit etlichen Schraubzwingen zusammen. Etwa 12 Stunden werden sie eingespannt bleiben. Zum Schluss ein Test mit dem Finger. Das war die Kontrolle, ob ich zwischen den Lamellen einen Höhenversatz habe. Da ich ja nach dem Verleimen wird das Ganze nochmal gehobelt, aber ich habe nur ein paar Millimeter, die ich noch abnehmen darf, und darum muss das Ganze jetzt schon eben liegen. Und das Ganze habe ich nochmal unterstützend mit den Zwingen von oben nochmal geglättet. Das sind die Ein- und Ausschalter. Röhrenverstärker haben 2 davon. Es gibt einen Hauptschalter und einen sogenannten Standby-Schalter. Der Hauptschalter beheizt die Röhren. Er wird zuerst betätigt. Dann, nach einigen Minuten, wird mit dem Standby-Schalter die Betriebsspannung eingeschaltet. Um die Schalter anzuschließen, benutzt Florian Jäger eine Krimpzange. Als Krimpen bezeichnet man das Zusammendrücken von Hülsen. Hier ist es ein Kabelschuh. Damit stellt der Handwerker eine mechanisch feste Verbindung zwischen 2 Komponenten her.
Für seine Arbeit braucht der Elektroingenieur Fingerspitzengefühl. Rein vom Handwerklichen hat man hier eigentlich Glück, das sind relativ große Bauteile. In anderen Bereichen der Elektronik, da geht es deutlich feiner her, da ist das hier tatsächlich so die gröbste Bauart. Der Leim ist trocken und fest geworden. Schreinermeister Patrick Früh wird das Brett jetzt hübsch machen. Mit dem Stecheisen entfernt er die Leimreste. Und hobelt das Holz auf die sogenannte Fertigdicke. Bis es schön glatt ist. Dann schneidet er das Brett auf Gärung in einem 45-Grad-Winkel. Er will später ein umlaufendes Holzbild schaffen. Währenddessen beginnt Florian Jäger damit, die Eingangsbuchsen zu montieren. Sie werden den gebräuchlichsten Stecker bei Verstärkern aufnehmen, den Klinkenstecker mit 6,35 mm Durchmesser, auch große Klinke oder Poststecker genannt, wegen der Verwendung dieses Formats in alten Telefonhandvermittlungen. Auf der Innenseite des Chassis stellt Florian Jäger die Verbindung der Buchse zum Impedanzwahlschalter her. Der Begriff Impedanz ist vom lateinischen Wort impedire abgeleitet und bedeutet hemmen. Man bezeichnet mit ihm einen elektrischen Widerstand in der Wechselstromtechnik. Die Lautsprecher werden mit 4, 8 oder 16 Ohm betrieben. Beim Verstärkergehäuse kommt noch einmal Holzleim zum Einsatz. Patrick Früh trägt ihn auf die Gärungsschnitte auf. Beim Verleimen von 2 Elementen, die auf eine Gärung von 45 Grad geschnitten wurden, entsteht immer ein rechter Winkel. So fertigt der Schreiner saubere Verbindungen, bei denen kein Hirnholz zu sehen ist. Patrick Früh baut das perfekte Rechteck. Bis der Leim trocken ist, werden die 4 Holzelemente mit Klebeband zusammengepresst. Mit viel Zug. Florian Jäger bestückt ein sogenanntes Turret Board mit Kabeln, Widerständen und Kondensatoren. Es spart Platz im Chassis und Zeit beim Einbau.
Turret ist ein Türmchen. Das heißt, es ist eine Kunststoffplatte, auf der diese Türmchen angebracht sind, an denen ich meine Kabel und Komponenten befestigen kann. So eine Art Freiverdrahtung. Man geht nicht von Bauteil zu Bauteil. Dafür ist die Schaltung dann doch zu komplex. Man kriegt da ein bisschen Ordnung rein und verzichtet aber ganz bewusst auf Leiterbahnen. 4 Stunden dauert es, bis alle Bauteile auf dem Board sind. Der Bau von Gitarrenverstärkern konnte mit Hilfe des Boards in getrennten Schritten erfolgen. Ähnlich wie bei der Montage eines Autos. Die eine Gruppe montiert die Boards, während die andere sie dann in die Verstärker einbaut. Am Ende dieses Arbeitsschrittes bringt Florian Jäger noch einen langen Draht an. Das ist die Masseleitung für die Platine. Da sind jede Menge Bauteile dran, die eine Referenz zur Masse haben müssen auf der Platine und auch nachher am Chassis. Und das ist so der Punkt, an dem sehr viel Masse gesammelt wird. Im Chassis werden die Löttürmchen auf dem Board mit den Kabeln verbunden, die von den Drehreglern und den Klinkenbuchsen kommen. Die Bauteile, die Florian Jäger verwendet, bewegen sich im mittleren Preissegment. Die teureren verbessern seiner Meinung nach den Sound des Gerätes kaum noch. Um einen möglichst guten Klang zu erzeugen, ist für ihn etwas anderes entscheidend. Man kann sich vorstellen, dass man einzelne Komponenten hat. Man hat eine Verstärkungsstufe, dann hat man irgendwann seine Klangregelung, dann kommen noch weitere Verstärkungsstufen und wie ich die in der Reihenfolge anordne, das ist im Grunde das, was im Schaltplan festgehalten wird. Und das hat maßgebliche Auswirkungen auf den Klang nachher. Schreinermeister Patrick Früh hat damit begonnen, die Kanten des Gehäuses abzurunden. Das macht er mit einer Oberfräse, in die ein Abrundfräser montiert ist. Also ich definiere eine Rundung mit einem gleichmäßigen Radius. Es muss einfach, quasi der Radius muss auf 0 auslaufen. Sobald die Rundung in die Fläche übergeht, darf keine Kante sein. Ich fräse zuerst die Kante, da könnte es sein, dass noch ein kleiner Absatz, ein kleiner Grat noch drin ist. Den schleife ich dann mit dem Extender, mit dem Schleifgerät voll komplett rund. Es muss sich für die Hand einfach gut anfühlen. Die Kanten werden abgeschliffen, bevor es zum letzten Mal zur Kreissäge geht. Er sägt in das Gehäuse an 2 Stellen jeweils eine Verziernut ein. Dort, wo die Kreissäge nicht hingekommen ist, arbeitet Patrick Früh mit der Japansäge nach. Auf der Vorder- und der Rückseite des Chassis bringt Florian Jäger Blenden an. Er beginnt hinten. Dort verschraubt er die Muttern der Klinkenbuchsen und des Schalters zur Einstellung der Ohmzahl der Lautsprecherbox.
Dann die Buchse für das Netzkabel. Und die Sicherung. Dann geht's auf die Vorderseite. Die beiden Kabel werden die Kontrollleuchte mit Strom versorgen. Der Verstärker hat 2 Kanäle, einen für einen klaren und einen für einen verzerrten Sound. Die Knöpfe für die Drehregler werden aufgesetzt und mit einem Imbusschlüssel festgezogen. Die Maserung des amerikanischen Nussbaumholzes kommt jetzt richtig zur Geltung. Patrick Früh benutzt dafür anfeuerndes Öl. Es verdeutlicht die Kontraste im Holz. Im Öl sind keine Lösungsmittel, aber ein kleiner Wachsanteil. Er trägt es mit einem Baumwolllappen auf. Damit kann man Öl dosierter als mit dem Pinsel auftragen. Florian Jäger montiert die letzten Komponenten auf das Chassis. Es sind die Röhren. Insgesamt 5 Stück. Also die Röhre ist das teurere, empfindlichere und schlechtere Bauteil gegenüber dem Transistor. Aber genau diese Nicht-Perfektheit, Imperfektion ist das, was dabei besonders gut gefällt. Wird so eine Röhre in ihren Grenzbereichen betrieben, dann schneidet die das Signal nicht hart ab, sondern bedämpft es langsam und man kriegt dann einen sehr warmen, runden Klang. Den Funktionstest bestehen sie. Zuletzt wird in die Nut ein Lederband zur Verzierung eingelassen. Ein solch aufwendiges Gehäuse stellen sie nur auf Kundenwunsch her. In Großserien besteht es aus Pressspan und dann ist es weitaus günstiger. Dann kommen Elektrochassis und Holzgehäuse zusammen. Die Füße haben lange Schrauben, mit denen das Chassis im Gehäuse befestigt wird. Das sind die letzten Handgriffe am Gitarrenverstärker. Er ist fertig. Der spannendste ist wahrscheinlich, wenn man zum ersten Mal einschaltet und nach in Betrieb nimmt. Das ist sicher am spannendsten. Der schönste ist der hier. Und dann ist er zum ersten Mal zu hören. Der Gitarrist Markus Brunner testet den Verstärker. Zuerst mit dem klaren und dann mit dem angezerrten Sound. Die beiden Handwerker sind ganz Ohr. Sie haben es geschafft. Der Klang des Verstärkers erinnert an den der legendären Marshalls aus den 60er Jahren. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.